Moin und herzlich willkommen zu meinem kurzen Erklärvideo. Wie stelle ich die Rädchen an den Lavaschächten beim Hochofen selbst ein? Hier geht es nun um eine Technik für Fortgeschrittene, die beim dritten Boss im Raid Stalros angewendet wird. Turns out the True Sons have been operating a foundry. Ein paar Informationen vorweg. Bei unseren Raid-Läufen gibt es 3 Spielerpositionen beim Boss Williams, die für das Einstellen der Rädchen am Hochofen zuständig sind. Wenn alle 3 Spieler gleichzeitig ihre Rädchen einstellen und aufschießen, dann sparen wir Zeit und können schneller den Druck im Turm reduzieren. Üblicherweise kümmert sich der Diagnostikspieler um die Rädchen am Haupteingang. Da er kein Damage-Bild benutzt, benötigt er später einen weiteren Spieler, der den Lavaschacht für ihn aufschießt. Der Tower Runner stellt die Rädchen zwischen Blau und Gelb ein. Und der Plattformspieler kümmert sich um die Rädchen zwischen Rot und Gelb. Nachdem alle Farben durchgespielt wurden und wir eventuell noch einen Feuercheck gemacht haben, müssen die Rädchen eingestellt werden. Dazu benötigen die jeweiligen Spieler die Nummern der Scharniere an ihrem Lavaschacht. Wenn es noch schneller gehen soll, dann werden die Nummern bereits direkt zu Beginn ausgezählt, sobald wir in den Raum hineinlaufen. Aber wie zählt man denn nun eigentlich die Nummern an den Scharnieren aus? Wenn du vor deinem Lavaschacht stehst, dann siehst du 2 Scharniere, die eingestellt werden müssen. Das linke Scharnier dreht sich im Uhrzeigersinn, das rechte Scharnier dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Die Schlussposition befindet sich neben dem kleinen gelben Punkt, der aufleuchtet, sobald das Scharnier eingerastet ist. Diese Schlussposition bekommt die Zahl 12. Man kann sich zum Beispiel für das rechte Scharnier eine Uhr vorstellen. Beim linken Scharnier muss man sich die Uhr spiegelverkehrt denken. Den einzelnen Positionen rund um das Scharnier herum werden nun die restlichen Zahlenwerte zugewiesen. Dabei bekommt die obere Position die Nummer 3, die rechte bzw. linke Außenposition die Nummer 6 und die untere Position die Nummer 9. Logischerweise befinden sich dann jeweils 2 weitere Nummern zwischen diesen Hauptpositionen, so wie bei einer Uhr. Mit diesem Wissen können wir nun die Nummern an jedem Schacht auszählen. Prüfe dazu, wo der Einrasthebel des jeweiligen Scharniers steht. Das Auszählen kannst du also ziemlich einfach meistern. Nun ist das Einstellen der Rädchen an der Reihe. Du kannst die Scharniere nur von der zweiten Ebene des Turms einstellen. Schnapp dir also eine Kette, fahre auf den Turm und springe dann hinunter auf die zweite Turmebene. Prüfe anhand der Farben auf der Außenwand, ob du auch wirklich vor den Rädchen deines Lavaschachts stehst. Jetzt musst du Folgendes bedenken. Die Scharniere sind vom Turm aus seitenverkehrt angeordnet. Das bedeutet, dass du die Zahl von dem rechten Scharnier nun am linken Rad und die Zahl von dem linken Scharnier auf dem rechten Rad einstellen musst. Zum Einstellen musst du einfach das X am jeweiligen Rad drücken. Hier gibt es nun mehrere Möglichkeiten, wie du das Scharnier selbst einstellen kannst. Variante 1. Du hältst das X kurz gedrückt und lässt wieder los. So rotierst du den Einrasthebel jeweils um eine Position weiter. Das musst du so lange wiederholen, bis du die Zielposition erreicht hast, also zum Beispiel 9 Mal. Variante 2. Du achtest auf den orangefarbenen Kreis am Rad, der sich auffüllt, sobald du das X gedrückt hältst. Ein aufgefüllter, kompletter Kreis sind 4 Klicks bzw. 4 Positionen am Scharnier. Wenn du also zum Beispiel eine 5 einstellen musst, dann musst du einen kompletten Kreis plus einen weiteren Klick drehen. Variante 3. Du achtest auf die Klickgeräusche des Scharniers.
Wenn es leise in der Party ist, dann kannst du die Geräusche des Scharniers hören. Die leiseren Klicks sind die Bewegungsgeräusche des Scharniers. Sobald du die Zielposition erreicht hast, lässt du das Rädchen los. Nun solltest du ein lautes Einrastgeräusch hören. Furnace doors reaching capacity. Immediate. Noch ein kleiner Tipp. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob es sich zum Beispiel um eine 7 oder eine 8 handelt, dann wähle die niedrigere Zahl und achte darauf, ob du das Geräusch zum Einrasten hörst. Wenn du das Geräusch nicht hörst, dann musst du noch eine Position weiterdrehen. Sobald du beide Rädchen eingestellt hast, springst du nach unten und schießt eines der beiden Scharniere auf. Ziele dazu auf das gelbe Lämpchen. Danach wartest du, bis der Haupteingang aufgeschossen wurde und der Boss bei Rot aus der Tür herausgekommen ist. Dann darfst du das zweite Scharnier aufschießen und Damage auf die Lava machen. Schieße so lange auf das verhärtete Eisen, bis es aus dem Schacht herausfließt. Achte darauf, dass du nicht direkt vor dem Schacht stehst, denn das herausspritzende Eisen tötet dich sofort. Nachdem du deine Lava aufgeschossen hast, gehst du zurück auf die unterste Plattform und hilfst weiter beim Ads-Clean. Und nun bist du an der Reihe. Viel Spaß beim Ausprobieren und Einstellen der Rädchen. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.